Hey, guten Morgen. Es ist nämlich sehr früh am Morgen und ich habe mir heute vorgenommen, über Denkgrenzen zu sprechen. Denkgrenzen, Untertitel: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Die ganze Idee von Denkgrenzen kam bei mir im Zusammenhang mit dem Spiritualismus. Spiritualismus bedeutet ja Materielosigkeit. Spiritualismus ist ganz ernst gemeint. Es ist also keine kleine Philosophie oder so, sondern es ist eine sehr, sehr umfassende Philosophie und ich kann natürlich sie hier nur Punkt für Punkt erläutern. Das ganze Umfassende wird sich dann aus der Serie ergeben. Heute spreche ich über eine logische Folge, wenn man sagt, Materie gibt es nicht. Als ich damals diese Überlegungen anstellte, kam mir automatisch der Gedanke, dass wenn die Grenzen nicht im Außen sind, in einem Außen aus Zeit und Raum, sodass es also zwischen mir und den Dingen eine Grenze gibt, sondern wenn man die Materielosigkeit denken will, dann kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, dann gibt es ja gar nicht den Zwischenraum zwischen mir und dem Stuhl da hinten oder zwischen mir und dem Mikrofon oder zwischen mir und euch, sondern wir sind alle Teil eines Geistes. Demzufolge, woher kommen dann die Grenzen? Dass man in einem anderen Video nannte ich das die Objekthaftigkeit. Das könnte man jetzt hier direkt wieder im Zusammenhang damit benennen und die Objekthaftigkeit des Denkens, dass die Dinge immer eins sind. Man erfasst also etwas und grenzt es damit von anderen Dingen ab. Wenn man über Denkgrenzen spricht, dann ist das Kuriose, dass man sie nicht spüren kann, dass man sie nicht sieht. Und deshalb will ich in diesem Video ein paar Punkte nennen, ein paar Punkte benennen, die Denkgrenzen bezeichnen und so dass man sie spüren kann, so dass man sie sehen kann, so dass man verstehen kann, worin die Denkgrenzen liegen. Im Grunde genommen ist dafür eigentlich der Blick des Spiritualismus nötig, aber wir müssen hier mit den materialistischen Begriffen und der materialistischen Denkwelt operieren, daher will ich es einfach so versuchen. Der erste Punkt, den ich benennen will, ist kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist kurz formuliert das Überspielen von Logiklöchern. Dass man, obwohl man weiß oder wissen könnte, dass es eine bestimmte Wahrheit gibt, eine andere Wahrheit als die, die man hat, bei seiner eigenen Wahrheit bleibt. Ich persönlich glaube, dass kognitive Dissonanz durchaus einen Zweck hat und zwar den, dass es das Universum stabilisiert. Warum rede ich von Universum, wenn ich doch von Denkgrenzen sprechen möchte? Ich habe in verschiedenen Sendungen ja schon gesagt, dass das Universum ein Bewusstsein ist. Es ist das Bild eines Bewusstseins. Warum? Weil es Materie nicht gibt. Ich komme also wieder zurück auf den Spiritualismus und die Materielosigkeit und auf den Umstand, dass ich das ganz ernst meine und nicht halb ernst oder so. Kognitive Dissonanz ist es zum Beispiel auch das Überspielen von Logiklöchern, wenn zum Beispiel im spirituellen Bereich Leute von Feinstofflichkeit sprechen. Sie kommen also nicht weg von der Gravitation des Gedankens an eine Materie und benennen es dann einfach um in Feinstofflichkeit. Sie meinen Geistigkeit, aber sie reden von Feinstofflichkeit. Ich habe diese kognitive Dissonanz und diese Gravitation der Gedanken selber sehr, sehr gespürt, als ich mit den Überlegungen zu dem Spiritualismus begann.
Und zwar in der Form, dass ich mir das über Jahre im Prinzip nicht vorstellen konnte. Und ich hatte das in einer anderen Sendung schon gesagt, ich kam immer wieder zurück auf diesen einen Gedanken. Die Dinge können nichts anderes sein als das, was du in ihnen siehst. Und dieser Gedanke führt zu ganz vielen anderen Folgerungen. Ich werde das an anderer Stelle nochmal aufdröseln, aber an dieser Stelle geht es ja um Denkgrenzen und dass man sie spüren können sollte. Ein Beispiel für kognitive Dissonanz ist zum Beispiel, wenn man bemerkt, dass andere intelligenter sind und man sagt sich dann, das spielt aber keine Rolle, denn ich habe andere Vorteile. Das brauche ich nicht. Oder man denke zum Beispiel an eine Talkshow, bei der, und seien die Argumente noch so gut, am Ende meistens nicht rauskommt, dass die Leute sagen, aha, jetzt habe ich das verstanden, Dankeschön. Jetzt werde ich also für dahin genauso denken, wie du mir gesagt hast. Sondern es ist einfach ein Austauschen von Sichtweisen und das Begreifen von den Denkobjekten anderer geschieht, wenn überhaupt, mit der Zeit. Eine Denkgrenze ist es natürlich, dass man nicht intelligent genug ist. Dass man einfach nicht in der Lage ist, bestimmte Gedanken zu denken. Ich hatte das im Grunde genommen gerade bei der kognitiven Dissonanz schon gesagt, wenn man spürt, dass jemand andere Gedanken hat, vielleicht klügere, dass er damit weiterkommt, dass sie wahrer sind als die eigenen Gedanken, dann überspielt man das mit angeblichen Vorteilen, die man selber hat. Aber es ist natürlich eine ganz leicht vorstellbare Sache, dass man diesbezüglich Denkgrenzen hat, dass man also einfach nicht in der Lage ist, bestimmte Sachen sich vorzustellen. Man denke einfach an Einsteins Denken, man kann es nicht nachvollziehen. Das war ja immer das große Problem von Einstein, dass er seine Theorie hatte und dass sie auch funktionierte, aber er hat versucht, sie zu erklären und konnte es nicht erfolgreich tun. Eine ganz offensichtliche Denkbegrenzung ist es beispielsweise, wenn man die falschen Denkvoraussetzungen hat. Zum Beispiel Materialismus. Der Materialismus, der uns sagt, dass wir die von der Materie unabhängigen Beobachter der Materie wären. Wir sehen die Materie als Gegensatz zum Denken. Wir sehen die Materie als unabhängig von uns. Wir sehen die Materie als außerhalb des Bewusstseins liegend und wir wollen die Materie objektiv begreifen. Und wir verstehen nicht, dass die Materie objektiv zu begreifen nicht möglich ist. Denn erstens gibt es sie nicht und zweitens ist der ganze Gedanke an Objektivität falsch. Alles ist subjektiv. Das würde wahrscheinlich jetzt auch zu weit führen. Ich kann nur sagen, dass man sich, wenn man das verstehen will, vorstellen sollte, dass es niemanden auf der Welt gibt, der die Materie in dem Sinn beschreiben kann, wie sie wirklich ist, der diese Objektivität tatsächlich beschreiben könnte, sondern jede Aussage, die immer getroffen wird, kommt immer aus einem Subjekt, aus einem subjektiven Blickwinkel. So hat also der Materialismus schon in sich diese falsche Denkvoraussetzung, man würde mit einem freien Geist eine festgelegte Umgebung beobachten. Während es der Spiritualismus geradezu umdreht. Da die Begrenzungen im Denken sein müssen, ist es ganz offensichtlich der Geist, der diese Grenzen hat. Und
Ausgestattet mit diesem Bild kann man die Grenzen des Denkens besser spüren, sie zur Kenntnis nehmen und sozusagen als alltägliche Wahrheit integrieren. Es ist vielleicht auch dieses Bild der Geniehaftigkeit des Menschen, das uns daran hindert, einfach zu sagen, man ist einfach zu dumm, bestimmte Sachen zu verstehen. Und ich halte es nicht für falsch, wenn man sich das manchmal sagt, weil es ja der Wahrheit entspricht, weil es eine größere Wahrheit hat, als der Materialismus uns glauben machen will. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Spiritualismus diese Materielosigkeit sehr ernst nimmt. Es ist also keine Sache, die halb ernst gemeint ist oder falsch ist. Und wenn man den Spiritualismus nicht begreifen kann, dann ist das aus meiner Sicht eine natürliche Sache. Genauso wenig wie man nicht zum Schreibtisch gelangt, wenn man nicht vorher durch die Bürotür geht, oder wie man nicht zu fremden Sternen gelangt, wenn man nicht vorher die Atmosphäre verlässt, oder wie man keine entfernte Galaxis erreichen kann, wenn man nicht das Sonnensystem verlässt, kann man auch nicht, wenn man über Spiritualismus sprechen will und ihn vielleicht in gewisser Weise für wahr hält, so ohne weiteres in dieses Universum eintauchen und sagen, man hat jetzt den Spiritualismus begriffen, sondern das war für mich ein Prozess, der recht lange ging. Und ich verstehe, wenn Menschen, spirituelle Menschen, diese Geistigkeit im Grunde ausdrücken wollen und zu Begriffen finden wie Feinstofflichkeit und dergleichen. Bei mir ist es eben, dass ich sage, die Materie ist so nicht vorhanden. Und wenn ich das so sage, kann ich auch nicht zu Begriffen greifen wie Feinstofflichkeit, weil das letzten Endes ein Mittel zur Überbrückung der kognitiven Dissonanz ist. Und es bedeutet im Grunde, dass man es nicht begriffen hat, nicht wirklich verstanden hat. Warum spreche ich übrigens über das Universum, wenn ich doch über Denkgrenzen sprechen wollte? Ich spreche deshalb über das Universum, weil das Universum ein Bewusstsein ist. Es ist das Bild eines Bewusstseins. Und das bedeutet, dass auf das Universum psychologische Begriffe anzuwenden sind, erstens. Und dass zweitens die Begriffe, die wir für das Universum haben, wir auch in unserem Denken wiederfinden. Es ist übrigens aus diesem Grund, wie ich darauf kam, den Begriff Gravitation der Gedanken zu formulieren. Und ich finde diesen Begriff in mir und sehe ihn um mich. Warum ist das Universum ein Bewusstsein? Es ist wiederum eine Folge des Annehmens, des Gedankens, der Materielosigkeit. Wenn es nicht aus Materie besteht, das Universum, woraus besteht es dann? Und ein Gedanke im Zusammenhang mit diesem Universum ist es beispielsweise auch, dass man, ich sagte das ja eigentlich schon, wenn man zum Schreibtisch will, dann muss man vorher durch die Bürotür. Und genauso kannst du nicht ohne weiteres von einer Denkwelt zur nächsten wechseln. Du kannst also nicht ohne weiteres Materialist sein und dein ganzes Leben in diesen Begriffen gedacht haben wie Raum, Zeit, Materie und ohne weiteres zu den Begriffen des Spiritualismus wechseln. Das ist einfach nicht möglich. Und ich denke, dass es also deshalb
zu formulieren als eine Denkgrenze. Eine ganz logische Denkgrenze, die man beobachten kann. So wie man also beispielsweise auch sich das Einmaleins erschließen muss, bevor man zur Integralrechnung kommen kann. Es ist im Grunde genau dasselbe. Oder man stelle sich vor, dass der Geist ja auch nicht springen kann von der Vorstellung eines Computers hin zu einem fertigen Computer, wenn wir, sagen wir mal, 1940 haben. Sondern der Gedanke entwickelt sich, so wie sich das Universum entwickelt und umgekehrt. Das ist ein sehr, sehr umfassendes und schwieriges Thema. Ich will noch einen Gedanken nennen. Es hat was damit zu tun, dass mit dieser Materielosigkeit und der Tatsache, dass man von dem Universum auf das Denken schließen kann und von dem Denken auf das Universum. So kann man zum Beispiel sagen, das Universum ist nicht unbegrenzt. Siehe Denkgrenzen. Es hat nicht unendlich viele Sterne, sondern das Universum hat so viele Sterne, wie du in diesem Augenblick begreifen kannst. Und seine Unbegrenztheit rührt daher, dass du das Universum immer weiter denken kannst. Aber du würdest ja auch nicht sagen, dass du alles denken kannst oder ich, sondern man ist begrenzt auf die Dinge, die man gerade denken kann und vielleicht ausdrücken kann. Du kannst auch nicht alles sehen. Also der Begriff des Universums ist ja eng verbunden mit der Vorstellung, es sei alles, das universell Ganze, so wie Weltall, alles in der Welt oder das All, alles. Und an diesem Beispiel sieht man, dass alles keineswegs unbegrenzt ist, sondern alles ist immer das, was man gerade vor sich hat. Alle Dinge hier im Raum, die ich durchzählen könnte, oder alle Sterne, die ich kenne. Oder und man sieht an diesem Beispiel, dass das All immer das ist, was ich darin sehe und was ich daran begreife. Das All kann also etwas sein, was vielleicht gar nicht existiert, wenn ich den Blick nicht zum Himmel richten kann, wie es manche Tiere nicht können. Also jemand sagte mal, ich fand das einen guten Gedanken, dass Pferde mit ihrer ganzen Natur den Blick eher auf die Erde gerichtet haben, dadurch, dass der Kopf eher so nach unten geht und sie sind physiologisch eher nicht in der Lage, den Blick zum Himmel zu richten. Daher gäbe es das Universum für sie in der Form nicht. Oder man denke an den Maulwurf, der gar keine Augen hat. Und dann wieder kann das Universum aus sehr vielen Sternen bestehen. Wenn es vielleicht um 1000 nach Christus ist und man hat noch keine Fernrohre und man sieht einfach den Sternenhimmel und er hat, wie man sagen könnte, unzählig viele Sterne. Warum? Weil man sie einfach nicht durchzählen kann. Vielleicht könnte man, wenn man sich dem lange genug widmet. Aber wenn man dann noch ein Fernrohr zur Hand nimmt und sich in die Tiefen des Raums begibt und immer weiter werden immer neue Sterne entstehen und in das Bewusstsein gelangen. Und nebenbei gesagt, dieser Gedanke der Materielosigkeit bedeutet ja auch, dass die Sterne nicht in dem Sinne existieren, wie wir es uns vorstellen, sondern sie kommen in eine Existenz, indem man den Blick darauf richtet, sprich, der Geist erschafft. Ich will es mit den Denkgrenzen an dieser Stelle erstmal bewenden lassen und denke ja immer, dass solche schwierigen Dinge, siehe kognitive Dissonanz, gedacht werden müssen. Und zwar über längere Zeit, bevor man sie verstehen kann. Und es würde jetzt wahrscheinlich nichts nutzen, wenn ich immer und immer wieder auf dieselben Sachen komme. Aber ich hoffe, ich konnte ein wenig das Thema anreißen und
verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.